Du möchtest mit dem Aquarellmalen beginnen, weißt aber nicht, welche Materialien du brauchst? Du bist überfordert von dem großen Angebot und möchtest wissen, welche Basisausrüstung für dein neues Hobby wirklich nötig ist? Dann ist dieses Video hier genau das Richtige für dich. Ich bin Barbara Hirsekorn aus der Aquarellwerkstatt und zeige dir in diesem Video die Materialien, die sich für mich bewährt haben. Das Angebot von Materialien im Kunstbedarfshandel ist wirklich überwältigend. Nicht selten führt es dazu, dass man unzählige Pinsel, Farben und Papiere zu Hause liegen hat und das wenigste davon wirklich benutzt. Für den heutigen Film habe ich zusammengestellt, welche Materialien sich für mich bewährt haben und welche ich am häufigsten benutze. Dies sind gleichzeitig die Materialien, die ich auch für den Anfang in der Aquarellmalerei empfehlen würde. Dieses Video ist aufgeteilt in 3 Teile. Ich spreche über das Aquarellpapier, über die Pinsel, die man braucht und über die Aquarellfarben. Der erste und wichtigste Tipp gilt für alle Materialien. Finger weg von Angeboten aus dem Discounter. Obwohl man ja vielleicht denken könnte, ich übe ja noch, ich bin Anfänger, gutes Material lohnt sich noch nicht, bin ich mir ganz sicher, dass gutes Aquarellmaterial für das Erlernen des Handwerks Aquarell von entscheidender Bedeutung ist. Am deutlichsten wird das meiner Meinung nach beim Thema Aquarellpapier. Hier empfehle ich auch für Anfänger ein gutes, hochwertiges Baumwollpapier. Ich benutze seit Jahren das Bütten-Baumwollpapier der Firma Arsch und auch die meisten Motive hier auf meinem YouTube-Kanal sind auf diesem Papier gearbeitet. Es ist relativ teuer, aber der Preis relativiert sich, wenn man bedenkt, dass man Vorder- und Rückseite bei diesem Papier gleichwertig bemalen kann. Gute Baumwollpapiere, die ich nicht verwende, weil ich ja mit dem Arschpapier sehr zufrieden bin, wären gute Büttenpapiere, zum Beispiel von Saunders Waterford oder Fabriano. Immer dann, wenn ich eine starke Oberflächenverleimung wünsche, die dafür sorgt, dass die Farben auf der Oberfläche des Papieres stehen bleiben und nicht zu sehr einsinken, dann ist ein Holzfaser- oder Zellulosepapier die bessere Wahl. Hier arbeite ich gerne mit dem Bösner Aquarellblock. Er hat ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Außerdem funktionieren gut die Papiere der Marke Canson oder der Hanemühle-Block Le Rouge. Ich verwende diese Papiere allerdings überwiegend für Skizzen oder für die Spezialtechnik von dunkel nach hell. Aquarellpapier kann man sehr gut in Blöcken kaufen. Schön sind die vierseitig verleimten Blöcke. Gerade wenn man unterwegs ist, bieten sie eine komfortable Art des Malens. Etwas preiswerter wird es, wenn man das Papier als großen Bogen einkauft und sich dann selbst auf das gewünschte Maß zuschneidet. Die Papierbögen der Firma Arsch zum Beispiel gibt es als 10er-Pack oder als Einzelbogen in der Größe 70 x 50 cm zu kaufen. Wenn du mit dem Aquarellmalen beginnst, würde ich vorschlagen, das Format relativ klein zu halten. Eher mehrere kleine Bilder als ein großes zu malen. Ein Block in der Größe ungefähr DIN A4 reicht für den Beginn vollkommen aus. Wenn du noch mehr über die verschiedenen Aquarellpapiere wissen willst, es gibt ein Video, in dem ich verschiedene Papiere teste. Hier oben in der Infokarte verlinken wir noch einmal zu diesem Video. Bei den Aquarellpinseln stellt sich zunächst einmal die grundsätzliche Frage, ob es Naturhaar oder synthetisches Haar sein soll. Diese Frage muss jeder natürlich für sich selbst beantworten und sich dann für eine Variante entscheiden. Ich habe über die Jahre viele verschiedene Pinsel ausprobiert und immer auch nach einer synthetischen Alternative für das Naturhaar gesucht. So viel ich auch probiert habe, ich bin letztendlich immer wieder zum Naturhaar zurückgekehrt, möchte hier aber für den Aquarellbeginn zusätzlich zu der Naturhaar-Variante auch immer eine synthetische Variante empfehlen und vorschlagen. Im Grunde genommen braucht man nur 3 Pinsel. Einen großen Verwaschpinsel für den ersten Farbauftrag, einen mittleren Pinsel, der etwas straffer im Haarkörper sein sollte, für die kräftigeren und dunkleren Farbaufträge und einen kleinen Detailpinsel. Mit diesen 3 Pinseln kann man bis zum Format DIN A3 wunderbar auskommen. Wenn man noch etwas größer malen möchte, würde man auch die Pinsel etwas größer wählen. Ich würde hier aber für den Anfang sagen, lieber etwas kleinere Formate arbeiten. Es ist entspannter und lernt sich leichter im Aquarell, wenn man nicht zu groß beginnt. Diese 3 Pinsel sind aus meiner eigenen Pinselkollektion. Sie werden in einer deutschen Pinselmanufaktur für mich gefertigt und sind für die Unterstützer dieses Videokanals auch käuflich zu erwerben. Es gibt sie nicht im Geschäft zu kaufen, sondern sie sind einfach ein Angebot für meine Schüler und Unterstützer hier auf YouTube.
Kommen wir nun aber zu der synthetischen Alternative. Hier möchte ich auch 3 Pinsel vorschlagen, die sich für den Beginn sehr gut eignen. Sie kommen alle 3 von der Firma Escoda, das ist eine spanische Pinselfirma. Und hier haben wir einmal den Eichhörnchen-Nachbau aus synthetischem Pinselhaar. Das ist der Pinsel Ultimo von der Firma Escoda. Diese Größe hier ist die Nummer 18. Die wäre fürs Format DIN A4 etwas zu groß. Ich würde für den Beginn also die Größe 14 oder 16 empfehlen. Der dem Rotmarderhaar nachempfundene Pinsel ist der Versatil von Escoda, hier in der Größe 12. Und der Detailpinsel, auch von der Firma Escoda, aus der Serie Perla, mit einer schönen, straffen Pinselform, ermöglicht einen schönen, satten und feinen Detailauftrag. Diese 3 synthetischen Pinsel also für den Einstieg als Empfehlung von mir. Alle Pinsel verlinke ich euch unter dem Video in der Videobeschreibung. Hier findet ihr auch alle anderen Materialien und auch die Links zu meiner Website oder zum Unterstützerbereich. Auch bei den Aquarellfarben gibt es wieder eine größere Entscheidung zu treffen, nämlich ob ihr lieber mit Aquarellnäpfchen oder Tubenfarben arbeiten möchtet. Ich könnte mir vorstellen, dass für den Beginn vielleicht die Aquarellnäpfchen genügen. Die Farben sind etwas preiswerter, weil die Farbmenge natürlich kleiner ist. Es gibt die Näpfchen in halber und ganzer Größe. Die halben Näpfchen eignen sich meiner Meinung nach eigentlich nur für Skizzenbuch und für ganz kleine Formate. Für die hier im Kanal gemalten Bilder, die oft im Format DIN A4 sind, würde ich auf jeden Fall ganze Näpfchen empfehlen. Ich selbst arbeite mit Aquarellfarbe aus Tuben. Hier gibt es 3 verschiedene Größen, 5 ml, 14 ml und 37 ml. Die Beschaffenheit der Farbe in den Tuben und Näpfchen ist genau die gleiche. Der Unterschied besteht nur darin, dass in den Näpfchen die Farbe getrocknet ist und in den Tuben ist sie cremig und etwas flüssig. Egal wofür du dich entscheidest, Näpfchen oder Tuben, es reichen für den Beginn wenige Farbtöne. Oft werden von den Farbherstellern schon standardisierte kleine Farbkästen angeboten. Meist gibt es darin dann eine warme und eine kalte Version einer Farbe. Gegen diese standardisierten Kästen ist im Grunde genommen nichts zu sagen, man kann damit schon gut arbeiten. Die andere Möglichkeit wäre es, sich seine Palette von Anfang an selbst zusammenzustellen. Hierfür kann man sich einen Leerkasten kaufen und die entsprechenden Näpfchen einbauen oder mit einer Aluminium-Leerpalette arbeiten und die Tubenfarben einfüllen. Ich selbst habe seit Jahren sehr gute Erfahrungen mit dieser Aluminium-Leerpalette gemacht. Die Tubenfarben drücke ich mir je nach Bedarf frisch in die Palette und nach dem Malen trocknen sie und verhalten sich dann genauso wie Näpfchenfarben. Die Farbtöne, die ich für den Anfang empfehlen würde, umfassen folgende 8 Farben: Cadmiumgelb, lichter Ocker, Cadmiumrot, Sienna gebrannt, Alizarin Karmesin, Xylinblau, Ultramarinblau und Neutraltinte. Außerdem würde ich eine Tube Titanweiß empfehlen. Das Weiß ist wichtig, um hellere kleine Stellen als Highlight in das Bild zum Schluss einzufügen. Bei den Farben ist es wieder wirklich sehr wichtig, auf Qualität zu achten. Billige Farben sind oft mit Füllstoffen gestreckt, das heißt, die Farben sehen trübe aus, verbinden sich nicht gut miteinander und sind auch nicht lichtecht. Ich kann hier die beiden großen Firmen Schminke und Winsor Newton wirklich sehr empfehlen. Mit dem Kauf dieser Farben macht man mit Sicherheit nichts verkehrt. Es gibt bei beiden Firmen eine professionelle Linie und eine Akademie, also Studiolinie. Beide Varianten funktionieren gut und sind für den Anfänger gut geeignet. Außerdem arbeite ich gerne mit Farben der Firma Daniel Smith und auch mit einigen Farben der Firma Miele. Überwiegend befinden sich in meiner Palette Farben der Firma Winsor Newton. Ich mag die leuchtenden englischen Aquarellfarben besonders gerne. Die Farben der Firma Schminke sind etwas kräftiger und werden von vielen professionellen Künstlern auch sehr geschätzt. Meine eigene Farbpalette umfasst noch einige Farben mehr. Hier im Video findest du dazu Genaueres. Bevor du mit deinem ersten Aquarellprojekt loslegst, habe ich jetzt noch eine kleine Übung für dich, damit du deine Aquarellfarben etwas besser kennenlernst. Hierfür eignet sich das Erstellen einer Farbmischkarte besonders gut. Ich habe mir ein Aquarellblatt hier als Tabelle eingeteilt mit 8 Spalten jeweils und meine Farbnamen hier einmal in der vertikalen und in der horizontalen Ebene eingetragen. Ich arbeite jetzt also mit Cadmiumgelb, lichter Ocker, Cadmiumrot, Sienna gebrannt, Alizarin Karmesin, Xylinblau, Ultramarinblau und Neutraltinte. Das Cadmiumgelb trage ich jetzt zunächst einmal hier in dieses Fach ein. Die Mischung ist
nicht zu wässrig, die Farbe soll schön leuchtend hier erscheinen. Und hier oben in der oberen Linie sind die Farben in dieser Richtung auch eingetragen. Und auch hier würde ich das Cadmiumgelb jetzt erst einmal in das Fach hineingeben. Weiter geht es jetzt mit dem lichten Ocker. Und hier versuche ich jetzt die gleiche Farbintensität, das heißt die gleiche Mischung von Farbe und Wasser zu erreichen, sodass die Farbe auch nicht zu blass erscheint, sondern schön kräftig hier auf dem Papier zu sehen ist. Und so verfahre ich jetzt mit allen Farben und nachher werden die Mischungen erstellt. So, alle Grundfarben sind jetzt auf dem Papier aufgetragen und jetzt beginne ich jede Farbe mit jeder zu mischen. Hier in der ersten Spalte mische ich jetzt das Cadmiumgelb zunächst mit dem Cadmiumgelb. Das ergibt natürlich wiederum ein Cadmiumgelb. In der zweiten Spalte wird das Cadmiumgelb mit dem lichten Ocker gemischt. Und jetzt versuche ich, beide Farben ungefähr zu gleichen Teilen zusammenzumischen. Und so sehen wir hier in diesem Feld einen Mischfarbton zwischen Cadmiumgelb und lichter Ocker. Jetzt wird das Cadmiumgelb mit dem Cadmiumrot gemischt. Und wieder versuchen, gleiche Teile in die Mischung zu nehmen. Das ist am Anfang nicht ganz einfach, aber mit der Zeit kriegt man ein Gefühl dafür. Unter der Verwendung von zwei Cadmiumfarben, Cadmiumgelb und Cadmiumrot, entsteht ein Cadmiumorange, welches nicht besonders transparent ist, sondern eher deckend. Jetzt wird Cadmiumgelb mit Sienna gebrannt gemischt. Und Cadmiumgelb mit Alizarin. Es entsteht auch ein Orange, aber dadurch, dass das Alizarin-Karmesin eine sehr transparente Farbe ist, ist dieses Orange etwas tiefer im Farbton und etwas transparenter als dieses. Cadmiumgelb mit Celinblau ergibt ein wunderbar leuchtendes Frühlingsgrün. Und wenn man das weiß und diese Mischung so verwendet, braucht man kein Maigrün im Kasten. Jetzt mische ich Cadmiumgelb mit Ultramarinblau. Und durch den Rotanteil im Ultramarinblau wird dieses Grün nicht ganz so leuchtend. Sondern etwas oliviger. Beide Grüntöne passen gut zusammen, weil sie ja mit dem gleichen Gelb gemischt sind. Cadmiumgelb mit Neutraltinte gibt ein sehr gedecktes Grün. Und das kommt daher, weil in der Neutraltinte auch relativ viel Blau enthalten ist. So, das war die erste Reihe. Jetzt machen wir weiter mit der nächsten Reihe. Dieses Feld bleibt jetzt frei, denn die Mischung mit lichter Ocker und Cadmiumgelb haben wir ja schon hier. Ich fange jetzt also an, lichter Ocker mit lichter Ocker zu mischen und versuche wieder die gleiche Cremigkeit der Farbe aufzutragen. Jetzt habe ich einmal jede Farbe mit jeder Farbe gemischt und bekomme hier alle möglichen Mischungen angezeigt. Es ist also ganz interessant festzustellen, dass wir zum Beispiel Violetttöne im Kasten überhaupt nicht benötigen, weil man wunderbare Violettmischungen hier mit Alizarin und den Blautönen schon erzielen kann. Grüntöne sind auch eigentlich im Kasten nicht nötig. Mit Gelb und Blau kann man wunderbare Grüntöne mischen. Und auch ein wirklich schöner, interessanter Verlauf hier in dieser Reihe mit der Neutraltinte. Gerade hier sehe ich tolle dunkle Blautöne, die entstehen, wenn ich meine vorhandenen Blautöne mit der Neutraltinte mische.
Vielleicht kannst du auf deiner Farbkarte auch erkennen, dass die Mischungen mit den Cadmium-Farbtönen deutlich deckender und opaker sind als zum Beispiel die Rotmischungen unter Verwendung von Alizarin. Alizarin, Karmesin und auch Sienna gebrannt sind beides hochtransparente Pigmente. Das heißt, beim Auftrag scheint immer sehr viel weiße Papierfläche noch durch die Farbe hindurch. Dadurch entsteht auch in der Mischung mit einer anderen Farbe eine relativ leuchtende und durchsichtige Farbmischung. Also viele Erkenntnisse, die man gewinnen kann, wenn man einfach einmal jede Farbe mit jeder mischt. Dieser Bereich hier oben ist ja vorerst frei geblieben. Hier könntest du die Mischung noch einmal wiederholen, aber mit 50% mehr Wasser in der Mischung. Auch das ist dann noch einmal eine gute Mischübung, die dir hilft, mit dem Wasser in der Farbmischung noch besser umzugehen. So, dies waren meine Empfehlungen für die Materialien, wenn du mit dem Aquarell beginnen willst. Wenn du dir nun alles besorgt hast und mit deinen ersten Projekten loslegen willst, findest du hier auf dem Kanal viele Lehrvideos zum Thema Aquarelltechnik. Es gibt Basics mit Tipps und Tricks zur Aquarellmalerei, es gibt schöne Landschaftsmotive, Tierporträts oder auch Stillleben. Wir sorgen hier auf diesem Kanal dafür, dass jede Woche ein neues Video online geht und widmen uns diesem Projekt mit viel Herzblut und Leidenschaft. Wir freuen uns sehr über eine Wertschätzung unserer Arbeit, einen netten Kommentar, einen Daumen nach oben oder ein Abo des Kanals. Du kannst uns auch mit einer kleinen finanziellen Unterstützung hier helfen, den Kanal weiterzuführen. In der Videobeschreibung unten findest du den Link zur Online-Plattform Steady. Dort kannst du dich anmelden und uns mit einem kleinen monatlichen Beitrag unterstützen. Vielen Dank dafür. Wenn du möchtest, sehen wir uns hier nächste Woche zum nächsten Video. Tschüss, bis dahin.